Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wusstest du, dass du mit der richtigen Hautpflegeroutine deine Haut in nur 4 Monaten verändern kannst? Ich habe es geschafft und werde heute über meine Hauttransformation sprechen. Einige interessiert es, einige möchten wissen, was ich genau gemacht habe oder was für Produkte ich benutze. Ich habe eine fettige Haut, die zu verstopften Poren und übermäßiger Talgproduktion neigt. Ich habe vermehrt mit Pickel, Unreinheiten, aber auch mit unterirdischen Pickel zu kämpfen, weniger mit Trockenheit. Ich achte darauf, dass meine Produkte eher auf Wasserbasis sind. Es ist aber ein Mythos, dass die Haut anfälliger ist für Pickel, wenn man Make-up trägt. Meine Poren verstopfen auch, wenn ich kein Make-up trage und das für Wochen. Es geht hier eher um die richtige Hautpflegeroutine, um das, was man macht, aber auch, dass man sich gut genug abschminkt. Klar, unsere Haut schläft nicht wie wir in der Nacht, sondern arbeitet weiter und manchmal wacht man auf und man hat 5 Pickel oder neue Pickel. Ich hatte eigentlich eine gute Hautpflegeroutine. Ich habe alle paar Wochen ein Peeling benutzt, den Porenreiniger, Gesichtsmaske, eine tägliche Gesichtscreme, Lippenpflege, Augenpflege, Lippenmaske. Und trotzdem hatte ich besonders vor der Erdbeerwoche die totalen Ausbrüche. Pickel, unterirdische Pickel, Entzündungen. Und immer dann, wenn sich meine Haut beruhigt hatte, fing der ganze Spaß von vorne an. Ich habe mich dann testen lassen und meine Frauenärztin meinte, dass ein Hormon im Ungleichgewicht ist, also gerade vor der Erdbeerwoche. Dadurch kommen diese vermehrten Ausbrüche und dass man mit Hormonen gegensteuern könnte. Und nein, danke, ich schaue mal, was ich machen kann. So, und ich erinnerte mich daran, dass es vor 1,5 Jahren im Adventskalender von Zalando die Forero Mini 2 gab. Zum Glück, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Also ich hätte mir das Gerät, glaube ich, nicht alleine gekauft. Die Luna soll nachweislich 99,5% Schmutz und Öl von deiner Haut entfernen. Und das blieb im Kopf und ich dachte, hey, ja, vielleicht sollte ich die Bürste mal wieder benutzen, nur leider war sie kaputt. Und ich war zum Glück noch in der Garantiezeit und habe innerhalb von einer Woche eine neue Bürste bekommen. Das ist ein absoluter Gamechanger. Das war der Anfang von meiner Hauttransformation. So kann ich das sagen, denn ich hatte innerhalb von einer Woche eine deutliche Verbesserung gesehen. Ich hatte nicht mehr so dolle Entzündungen, mein Hautbild wurde besser, meine Haut war auf einmal mega zart, das war ein ganz neues Hautgefühl. Ich benutze die Gesichtsbürste in Kombination mit All About Clean von Clinique und ich kann euch sagen, vielleicht liegt es an der Farbe, cleaner geht es nicht. Es geht nicht cleaner. Manchmal hat man das Gefühl, dass man gereinigt ist, ne? Das Make-up ist entfernt, dann legt man sich hin, gerade weiße Bettwäsche und am nächsten Tag sieht man erstmal das Dilemma. Und ich kann euch sagen, nein. Ich bin sofort gereinigt. Ich muss es nur einmal benutzen. Also ich mache kein Double-Cleansing oder so. Wirklich, ich trage das Produkt auf und dann reinige ich mein Gesicht mit der Bürste und ich bin sauber. Schwöre ich drauf. Also kann ich mir nicht mehr wegdenken. Ich weiß, dass es mittlerweile auch schon Duplikate, Alternativen oder ähnliche Gesichtsbürsten gibt, habe ich keine Erfahrung mit. Ich finde auch, dass meine Haut mit der Zeit sogar noch strahlender geworden ist, also liebe ich. Dann gab es vor ein paar Monaten die LED-Therapiemaske bei TK Maxx, eine LED-Therapiemaske. Und ich habe mal gehört, dass wenn du Hautprobleme hast oder auch gerade zu unterirdischen Pickeln neigst, das Blaulicht helfen kann. Und ich habe tatsächlich auch Blaulicht überwiegend benutzt. Das ist rot, grün, blau. Es gibt, glaube ich, noch lila oder so, ja. Weiß? Nee. Ich weiß gar nicht, wie viele Lichter es gibt. Auf jeden Fall habe ich mich mehr auf Blau konzentriert. Warte. So, Blaulicht dringt nicht wie Rot in die Haut ein, sondern wirkt eher oberflächlich, eher antibakteriell. Und ich habe die Maske am Anfang 3-mal pro Woche benutzt, schon regelmäßig und das für 2,5 Monate. Und ich kann euch sagen, meine unterirdischen Pickel sind Geschichte. Ich habe zwar immer noch mit Unreinheiten zu kämpfen, aber es ist kein Vergleich zu damals mehr. Die Aufnahme ist aus dem Mai. Innerhalb von 2 Monaten hat sich mein Hautbild so stark verbessert, ich wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Und da ich aber immer noch mit Pickelmale zu kämpfen hatte, habe ich mir daraufhin ein Mikrodermabrasionsgerät angeschafft und ich bin bei der Brand geblieben, bei Forero.
Das ist Kiwiderma. Das Gerät hat Diamantenaufsätze, die dafür sorgen, dass sich die Hautschuppen lösen oder dass die Hautschuppen, die abgestorbene Haut, entfernt wird. Das heißt, das Gerät wird ohne Peeling benutzt. Man darf die Haut oder das Gesicht 3 Tage vorher nicht peelen, bis zu 3 Tage vorher nicht. Die Haut sollte vor der Verwendung darauf vorbereitet werden. Damit sich die Poren öffnen, benutze ich entweder eine Gesichtssauna oder warme Handtücher für 5 Minuten und danach fange ich mit der Behandlung an. Für eine Behandlung brauche ich um die 10 Minuten. Die Haut ist danach auch ein bisschen gerötet, das ist normal. Ich bin der Meinung, es ist kein Anfängergerät. Also man sollte definitiv wissen, was ein Mikrodermabrasionsgerät ist und was man alles verkehrt machen kann. Denn ich lese öfter von blaue Flecken und das stimmt auch. Gerade wenn du nicht über die Haut ziehst, einfach feststeckst oder zu langsam bist, können blaue Flecken entstehen. Manchmal ist die Saugkraft auch zu stark eingestellt. Es gibt verschiedene Einstellungen. Also das ist schon nicht ohne. Ich habe es am Anfang alle 2 Wochen benutzt. Der Hersteller sagt, einmal pro Woche ist okay. Fand es aber doch zu viel, dass ich dann noch 4 bis 5 Wochen, also einmal im Monat, hochgegangen bin und bin mega zufrieden. Also ich kann euch sagen, ich habe weniger Unreinheiten, meine Pickelmale sind fast verschwunden. Ich finde, dass sich mein Hautbild enorm verbessert hat. Ich finde, dass meine Haut deutlich strahlender und glatter geworden ist. Es ist eine sehr, sehr gute Investition, aber man muss das Geld ausgeben. Ich habe für das Gerät um die 130 € bezahlt. Das ist schon ein bisschen Geld, ne? Es gibt eine Alternative. Es gibt Mikrodermabrasionskristalle. Es ist ein Peeling, seht ihr? Seht ihr, wie fein das ist? Das ist wirklich wie Puderzucker. Sehr effektiv. Habe ich schon öfter empfohlen, also gerade an Leute, die vielleicht nicht unbedingt ein Gerät haben wollten oder sich das nicht leisten können oder wie auch immer. Einer der besten Peelings, die ich kenne für alle Hauttypen, for all skin types, Skin Care Booster, kann ich euch empfehlen, aber bitte mit Vorsicht. Findet ihr in der Infobox. Und jetzt kommen wir zu dem Moment, worauf wir, glaube ich, alle gewartet haben. Das ist mein aktuelles Hautergebnis. Nach 4 Monaten könnt ihr das glauben. Vorher, nachher, das ist schon doch ein deutlicher Unterschied, oder? Eine deutliche Verbesserung und das in so einer kurzen Zeit. Ich bin der Meinung, dass man zu Hause sehr viel machen kann. Ich habe meine Routine umgekrempelt. Ich habe angefangen, neue Dinge auszuprobieren. Es braucht natürlich Zeit und ich will damit nicht sagen, dass ich keine Pickel mehr habe. Ich habe aber keine Entzündungen mehr. Ab und an gibt es dann auch eine Massage mit dem Gua Sha, das aber überwiegend abends und dafür benutze ich dann auch ein Gesichtsöl, aber komedonfrei, also Pickel, ne? Also die keine Pickel erzeugen oder wie, also die Poren nicht unnötig verstopfen, genau. Und dafür brauche ich dann aber auch Zeit, um die 10 bis 15 Minuten, sehr gut, um die Gesichtskontur zu definieren, auch so ein bisschen, man fühlt sich danach geliftet. Und das war meine Hautreise. Im Prinzip benutze ich das Gerät oder die Bürste täglich, 2-mal täglich. Das Gerät benutze ich alle 4 bis 5 Wochen und die LED-Therapiemaske aktuell, wenn es hochkommt, 2-mal pro Woche. Wenn überhaupt, aber auch nicht mehr so regelmäßig. Und das war's. Aber hinterlasst mir gerne eure Tipps und Tricks. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.